Okay guys, I'll get started with QuickShow here. As Norbert was saying, QuickShow is a beginner to intermediate level software. It's got a lot of features in here that make creating content very quick and easy to use. So the first thing you want to do when you begin using QuickShow is set up your laser projector so that it works properly with QuickShow. And we have a very easy tool to use to do this. You just go to Settings and Quick Setup. And it's going to tell you, welcome to Laser Show Designer QuickShow. And it's going to ask you if you're a beginner, intermediate, or advanced user. We're going to go with advanced for the purposes of this demonstration. And if you click beginner or intermediate, it will customize QuickShow to your experience level. Ja, QuickShow ist, wie Justin schon sagt, eine sehr einfach zu bedienende Software. Aber bevor man einfach mal einsteigt in diese Softwarelösung, ist es wichtig, dass wir unseren Laser konfigurieren, dass die Software auch weiß, mit welchem Hardwaregerät haben wir es zu tun. Da ist jetzt zunächst mal auch wichtig, dass wir sie da durchführen möchten durch die Software, dass so einfach wie möglich gestaltet werden soll. Das bedeutet, wir können jetzt zunächst mal die Lasereinstellungen grob mit Hilfe so eines Wizards einstellen. Das bedeutet zunächst mal, wir stellen jetzt ein, sind wir Beginner, also Anfänger, oder sind wir schon fortgeschrittener Nutzer. Das führt dann aber dazu, welche Möglichkeiten wir in der Auswahl bekommen. Das heißt, wenn Sie Anfänger sind und noch nicht genau wissen, wie es funktioniert, wählen Sie die Anfängermöglichkeit, dann wird es nicht so kompliziert in der Konfiguration später. Als Profi können Sie dort natürlich die Feineinstellungen dann später im Advanced-Modus machen. The next thing Quick Setup is going to ask you is to indicate the type of scanners that are in your projector. So if you have low performance scanners around 10K, you would select low performance. Or if you have medium performance around 20K, go with medium performance. And if you have high performance scanners, choose 30K. And then it's going to set up your scanners to work in the most optimal way possible. Ja, als erstes werden die Scanner-Einstellungen abgefragt. Das heißt, Sie können einstellen, welche Art von Gerät Sie haben. Das heißt, welche Art von Scannern, also die Ablenkspiegel Sie vorne eingebaut haben mit Ihrem Gerät. Das heißt, einfache Scannergeräte mit 10 kpps, also Kilopoints per Second, werden eben anders konfiguriert als die mit höheren Einstellungen. Die bestmögliche Einstellung hier im QuickShow, das sind 30 kpps Einstellungen, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Auch Geräte, die jetzt 60 kpps oder sogar noch mehr Leistung haben, werden sehr gut konfiguriert mit der 30 kpps Einstellung. Das heißt, wenn Sie ein professionelles Gerät haben, gehen Sie mit der höchsten Einstellung rein. The next thing in Quick Setup that it's going to ask you is what type of lasers are you using? Are you using a single color projector, 2 colors, 3 color RGB, or a 3 color RGB projector? For the purposes of this demonstration, we're using an RGB projector. So we'll click Next. Ja, bei der Einstellung der Farben wird abgefragt, wie viele einzelne Laserquellen in Ihrem Laser enthalten sind. Das heißt, ob Sie einen einfarbigen Laser haben oder ob Sie eben verschiedene Arten von Mehrfarblasern haben. Die Einstellung ist wichtig, weil nachher natürlich mehrfarbige Muster sonst eben nur einfarbig dargestellt werden oder Farbanteile in diesem Muster fehlen. Das heißt, hier ist es wichtig, es auszuwählen. In unserem Fall arbeiten wir mit einem sogenannten RGB-Projektor, also einem 3-Quellen-Projektor. Das heißt, es sind 3 Laserquellen eingebaut im Projektor. Das haben wir jetzt eben hier ausgewählt. And finally, in Quick Setup, it's going to conclude asking you if you're using a TTL color system or an analog color system. We are fortunate enough to have a very nice RTI Pico projector for this demonstration, which is a full analog color. So we'll go with that for the purposes of this demonstration. Ja, es gibt jetzt bei Laser 2 Arten, wie sich die Laserdioden verhalten. Also es gibt zum einen die analoge Modulation, das heißt, der Laser ist dimmbar, das heißt, ich kann die Helligkeit einstellen, stufenlos. Oder es gibt die Möglichkeit, dass eben TTL moduliert ist, das bedeutet, er geht nur an und aus, die Einzelfarbe. Das ist sehr wichtig, weil ich natürlich das Farbverhalten nachher nochmal in der Software feintunen kann. Hier haben wir jetzt einen sogenannten analogen Laser, das sind eigentlich alle professionellen Laser. Da lasern wir jetzt alles ab der Pure Micro Serie und da werden wir jetzt genau nachher sehen, wie sich das dann auswirkt. So the next thing we'll want to do after we've configured your laser projector is go back to settings, and we're going to tell QuickShow where you want the laser to project. So we're just going to go to settings and then go to projector settings, and it will pull up this information right here. And basically, this is asking you
we're not going to adjust this at all because it's set up for this demonstration, but it's going to, you're going to be able to control where the laser is projecting for your given show. And you can project a test pattern as we have up there, and it will allow you to see where the projector is shooting. Ja, nachdem wir jetzt die Grundeinstellungen vorgenommen haben, ist es jetzt nun mal wichtig, einfach festzulegen, wo soll unser Laser hinprojizieren. Es gibt viele Situationen, wo wir einfach nicht das volle Bild ausgeben wollen, sondern eben nur Teilbereiche oder eben das Bild skalieren wollen. Das passiert jetzt hier in dieser Einstellungsmöglichkeit. Projector Settings, also die Projektoreneinstellungen, und hier jetzt auf der Startseite sehen wir schon, Sie sehen hier, dass das Bild hier verkleinert ist, also nur einen ganz kleinen Ausschnitt projiziert, und wenn wir das Ganze jetzt anschalten, dann kann man hier oben schon sehen, dass die Projektion ausgegeben wird und entsprechend verkleinert ist. Das ist sehr wichtig, dass wir hier vorsichtig sind, das heißt, wenn Sie solche Einstellungen machen, achten Sie darauf, dass das Publikum nicht irgendwie unnötig bestrahlt wird mit einer Leistung, die eigentlich nicht vorgesehen ist. And once we've set up your projector, we're ready to begin an overview of the QuickShow workspace itself. So we're going to start with these buttons up here. You'll see we have Select, Toggle, Restart, and Flash. And these apply to the cues. So if we're in toggle mode, it's toggling from one cue to the next. If we go to Select, you're allowing you to select cues while one cue is displaying. So you can work in the software while a current laser output is being projected. The next button we have is the restart button. And if you have an animation, it will restart the animation from the beginning. So you'll see this current animation that we have here. If I click restart, it will start it back from the beginning. Then we have the flash button. And this, basically, when you're holding the mouse button down, it will display the animation. And when you let go, it's gone. So you can see, when I'm holding the mouse, the animation is being displayed. When I let go, it's gone. Ja, die Software bietet jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit diesen vorgefertigten Mustern umgehen kann. Also wir haben jetzt hier eine große Auswahl schon an vorgefertigten Mustern. Und es gibt jetzt hier verschiedene Modi. Zum einen gibt es hier den Toggle-Modus. Die Software gibt es natürlich auch in Deutsch. Wir haben jetzt hier die englische Variante, aber die Symbole sind die gleichen. Es gibt hier den Toggle-Modus, das bedeutet, ich wähle eine Animation aus oder ein Pattern aus. Und wenn ich ein neues Pattern auswähle, dann verschwindet das alte und das neue Pattern wird zugeschaltet. Der nächste Modus wäre dann wirklich, dass ich einen Select-Modus habe. Das heißt, ich habe eine ausgewählte Animation, kann aber gleichzeitig während diese Animation läuft, mit anderen Animationen Dinge tun. Also ich kann beispielsweise einen Text anlegen oder ich kann eine eigene Grafik noch reinladen oder einfach dieses Pattern verändern, ohne dass die tatsächliche Ausgabe momentan verändert wird. Also es ist ein sehr nützliches Feature, wenn Sie gerade in einer Präsentation sind und was machen möchten am Gerät. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Restart. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Animation ausgewählt haben und Sie klicken wieder drauf, dann sehen Sie, wie der Adler hier gerade den Kopf einzieht. Immer wenn ich draufklicke, das heißt, die Animation wird neu gestartet. Das ist so eine Art Starter-Mode. Ist manchmal ganz nützlich, speziell wenn es um Grafikanimationen geht, kann man einiges auch damit machen. Dann gibt es noch zusätzlich den Flash-Mode. Der Flash-Mode bedeutet, ich habe eine bestehende Animation und kann per Mausklick eine andere Animation drüberlegen und sobald ich die Maus wieder loslasse, verschwindet die Animation wieder. So the next thing we'll show you is the difference between one cue and multi-cue mode. If you have one cue select, it's going to do just that. It's going to display one cue at a time. But there's definitely going to come a point in time when you want to project multiple cues at the same time. So you just click on multi-cue mode, and then you can select different animations and put them together. So we can have some water here. Maybe we want to bring the water down, and we have the pelican flying over the water. So you can combine multiple cues together to create a custom frame or animation.
Ja, es gibt jetzt dann noch eine weitere Einstellung. Das ist die Frage, wie geht jetzt der Laser mit den einzelnen Patterns um? Wird also nur eines dargestellt oder werden mehrere gleichzeitig dargestellt? Mit dem One-Q-Modus, also nur ein Pattern-Ausgabe, wird mir jeweils eine einzelne Animation ausgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt von der einen Auswahl zur nächsten wechsle, wird immer nur diese einzelne angegeben. Wenn ich jetzt in den Multi-Q-Modus wechsle, dann addieren sich diese Figuren, das heißt, ich kann die übereinander legen. Das funktioniert ganz gut soweit. Sie sehen schon, je mehr ich jetzt hinzufüge, desto schwieriger wird es natürlich für den Laser darzustellen, weil die Ablenkgeschwindigkeit natürlich irgendwann an ihre Grenzen kommt. Auch mit den sehr guten Scannern, die wir hier in den Geräten haben, ist es irgendwann natürlich an Grenzen angekommen. Aber es sind sehr schöne Effekte. Sie sehen, wir haben hier die Tiere jetzt übers Wasser fliegen lassen, obwohl es eigentlich einzelne Animationen sind. The next feature we'll talk about here is the virtual laser jockey. And this is a very unique feature, especially when you're running a show. There may be a point in time where you want the show to run on its own in automated type mode. So that's what virtual laser jockey does. It will trigger cues within the cue grid based on a given beat per minute or an audio input. And so you'll see here, if we click on a cue, and then go to virtual laser jockey and start this, and then we're going to press our space bar, it will trigger cues based on the beat per minute. So you'll see it's automatically triggering cues for us. We're not touching the computer at all, and it's based on the beat per minute parameter that we've set up here using the space bar. And you can also adjust this by right-clicking, and you can trigger based on the BPM, based on audio input, or you can set every few beats, maybe 2 beats, or 4 beats, or 8 beats. So you have different options there, which you can trigger cues using virtual laser jockey. Ja, es gibt hier in dieser QuickShow auch eine Funktion, die von vielen Leuten gefragt wird. Das ist im Prinzip das musiksynchone Abspielen von Patterns. Das nennt sich hier in QuickShow nennt sich das Virtual LJ, Virtual Laser Jockey. Und das funktioniert so. Wir haben hier einen Tab mit verschiedenen Patterns und die könnt ihr rein nach durchlaufen. Und ich wähle hier den Virtual Laser Jockey aus und kann jetzt durch das Drücken der Leertaste den Takt vorgeben. Das ist die eine Variante. Das ist sehr einfach zu machen. Es gibt auch noch eine einfache Variante, indem man einfach den Audioeingang nutzt, um quasi die BPM zu erfassen und dann musiksynchron das Ganze abzuspielen. Das Schöne ist natürlich, ich kann hier meine eigenen Patterns definieren. Ich bin also nicht angewiesen auf irgendwelche vordefinierten Patterns, wie das bei vielen günstigen Geräten schon eingespeichert ist. Und ich kann hier wirklich alles aus der Software verwenden und kann hier auch durch Rechtsklick auf dieses Virtual Laser Jockey festlegen, was ich denn machen möchte. Ich kann hier auch sagen, wie häufig dann die Beats aufgenommen werden sollen, um das zu synchronisieren und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten ihrer Einstellung. The next thing we're going to talk about is these buttons right here, primarily the blackout button. There's definitely become periods of time during your show where you just want to black out whatever image is being displayed and start over. And that's what the blackout is for. Let's say you have multiple cues going at one time and you have just created a big mess. And you just want to start from the beginning. It's very easy to do. You just come here and click blackout and you're back to square one. So it's very easy to get back to where you want to be if you have a variety of innovations going and you want to start from the beginning again. Ja, es gibt hier in der Software den sogenannten Blackout-Modus. Der Blackout-Modus führt dazu, dass alles, was Sie so eingestellt haben, also wenn Sie mehrere Patterns ausgewählt haben oder wenn Sie einfach da solche Veränderungen auch in den Animationen vorgenommen haben, dass es einfach zurückgesetzt wird, dann können Sie auf den Blackout-Button klicken und es wird sofort alles ausgeschaltet. Das heißt, alle Funktionen, alle Mehrfachauswahlen gehen zurück. Und Sie sind wieder im Ausgangsmodus und können wieder neu starten. Das ist besonders interessant, wenn Sie jetzt in mehreren Tabs unterwegs waren. Das heißt, wenn Sie jetzt hier in den einzelnen Tabs irgendwelche Cues ausgewählt haben und einfach nicht mehr wissen, wo Sie die gewählt haben, können Sie über den Blackout-Button einfach wieder zurück zur Ausgangsposition kommen.
The next thing I'll talk about here is the QuickShow workspace itself, and you'll see that it's separated into different categories. QuickShow comes with nearly 2,000 cues pre-programmed into the software, everything from animals to backgrounds. We have sports. We also have a variety of abstracts in here. These are quite nice. Another big thing people ask a lot, and especially some of our more advanced clients, is they will say, we have a customer that wants to project a logo. QuickShow comes with a variety of logos pre-programmed, but you can also create your own logos using our Quick Trace feature, which we'll get into here in a little bit. And so we also have a variety of atmospherics already pre-programmed for you as well. So these will be various beam effects. And the nice thing about QuickShow is we organize it all for you. So you can see we have sheets, waves, cones, boxes, fans of beams, hot beams, targeted beams. So it's very easy to navigate in the QuickShow workspace. Ja, die QuickShow ist grundsätzlich schon sehr gut vorbereitet. Das heißt, wenn Sie die Software kaufen, haben Sie schon bereits mehrere hundert, sogar mehrere tausend voreingespeicherte Muster mit in der Software dabei. Das macht das Ganze natürlich sehr einfach. Das heißt, Sie installieren die Software und können im Prinzip schon komplett loslegen. Generell ist ganz einfach hier anzuklicken und Sie können es auswählen. Und damit sind Sie eigentlich schon unterwegs. Sie haben schon ganz einfache Laserausgabe ohne großartige Vorbereitung. Sie können mit den fertigen Mustern anfangen. Wir haben hier auch dann komplexere Sachen wie Grafiken oder eben auch dann so Spiralenmuster, spezielle abstrakte Spiralenmuster. Grundsätzlich können Sie natürlich auch jedes dieser Muster verändern und Sie können auch eigene Muster hinzufügen. Wie das geht, werden wir gleich noch sehen. Das Ganze ist sehr einfach. Es gibt auch beispielsweise schon vorgefertigte Logos. Wie man jetzt hier sieht, beispielsweise diese Logos kann man schon verwenden. Also Sie können natürlich auch eigene Logos laden, das ist ganz einfach. Kann man mit einem leichten Konvertierungsprogramm, einfachen Konvertierungsprogramm machen. The next thing we'd like to point out about QuickShow is that it's available in multiple languages. And it's very easy to change the language. You just simply come up here to language, select the language of your choice. We have English, Chinese, French, German, Portuguese, Dutch, and Spanish. There's also other languages available. And all you need to do is select the language of your choice and then restart QuickShow, and the software will be customized working in the language of your preference. Ja, standardmäßig ist natürlich die Sprache Englisch, nachdem Pangolin ja ein amerikanisches Produkt ist, aber es gibt hier viele verschiedene Sprachen, die eingearbeitet sind, unter anderem eben auch Deutsch. Sie können einfach hier in diesem Language Select die einzelne Sprache einstellen, die Sie möchten, die QuickShow-Software neu starten und dann wird es in der neuen Sprache gestartet. And the next thing I'd like to point out is that if you ever need help when you're using QuickShow, one of the great things that we've included is the tutorial videos within the software. So you just go to Help, QuickShow Video Help, and you can actually pull up the QuickShow tutorials and watch them at the same time that you're using your software. So it offers a very nice, easy, and convenient way of learning the software while you're actually working in it. Ein besonderes Feature von QuickShow ist, dass hier schon die Tutorial-Videos, also wie benutze ich QuickShow, schon mit integriert sind. Das heißt, wenn Sie die Software installiert haben, werden automatisch auch die Hilfedateien mit installiert, sodass Sie direkt sich diese Tutorial-Videos anschauen können und, wenn Sie da Fragen haben, einfach auch dort in den meisten Fällen die Antworten finden. So now we're going to get into this section of QuickShow, which is the live control area, and it's quite versatile. To begin, we'll just select a normal cue, and you'll see over here that we have position and rotation, and you can also move the rotation on the x-axis, the y-axis, and the z-axis. We also have size. We have colors, and below that we have brightness, if you want to fade in and fade out, visible points, and we also have animation speed, so maybe we want this pelican to start flying pretty fast, we can speed him up, and we can slow him down. One thing that's very important to also point out is, let's say you have a cue up there,
and you've changed things and it's all mixed up and confused and you just want to get it back to the beginning, one easy way to do that is by just pressing the reset button, and it'll bring the animation back to its original position. Ja, am rechten Rand der Software sind die Live-Funktionen hinterlegt. Das heißt, hier sind die Modifikationen möglich, die nicht direkt das Pattern verändern, sondern die ich wirklich im Live-Betrieb machen kann. Beispielsweise, ich kann die Position verändern, ich kann die Größe verändern. Hier mit diesem Fader kann die Größe verändert werden von diesem Pelikan. Wir können hier die Position, die Flugposition, lassen wir ihn noch ein bisschen höher fliegen. Wir können ihn natürlich auch rotieren lassen, unseren Pelikan. Auch können wir ihn einfärben, das heißt, die Farbgebung kann über diesen Regler hier eingestellt werden. Das heißt, wir sehen schon, es geht vergleichsweise stufenlos, die Einstellung. Wir haben Helligkeitsmöglichkeiten, das heißt, wir können hier das Ganze auch ausfaden. Und wenn wir hier weiter nach unten gehen, gibt es die Möglichkeit, die sichtbaren Punkte nochmal einzustellen. Das sieht jetzt hier schon, er wird jetzt nicht mehr ganz gezeigt, der Pelikan. Und auch die Animation ist möglich, das heißt, wir können ihn jetzt hier mal ein bisschen Gas geben lassen, den Pelikan, jetzt fliegt er ein bisschen schneller. So, wenn er jetzt nicht mehr kann, dann lassen wir ihn mal ein bisschen langsamer fliegen wieder. Und wir können hier auch die Scanrate nochmal verändern. Das lassen wir jetzt aber in dem Fall, dass es auch ein Thema ganz relevant sein kann. Wenn wir jetzt gar nicht mehr wissen, weil wir jetzt hier wirklich alles durcheinander gebracht haben, der Pelikan, der steht irgendwie auf dem Kopf oder ist ein bisschen sehr gedrückt. Also wenn wir mal ein bisschen gedrückt sein, so, und steht hier so ein bisschen auf dem Kopf und weiß eigentlich gar nicht, wo er sein soll. Wir wissen nicht mehr, was wir alles verstellt haben, dann können wir einfach auf den Reset-Button drücken und alles ist wieder im Ausgangsbereich. So the next thing we'll point out in the live control area is these two buttons right here. And you'll see it says Master and Q. And the difference between Master and Q is if you have Master selected, it's going to apply your changes to every cue that you select. So you'll see we adjusted the size to make it a lot smaller, and now that applies to every cue within the grid. But if we come over here to Q, it's only going to do that to the given cue. So we've adjusted the parrot here, and the parrot is smaller, but all of the other cues within QuickShow are the same size. So that's the difference between Master and Q mode. Ja, die Frage, wir haben jetzt ja hier die Effekte angepasst. Jetzt gibt es da die Möglichkeit, diese Effekte unterschiedlich anzuwenden. Zum einen gibt es die Möglichkeit, eben Effekte, die ich hier auswähle, sich auf alle Patterns auswirken zu lassen. Die andere Möglichkeit ist, dass es wirklich nur das jeweils ausgewählte Pattern betrifft. Das heißt, wenn wir auf den Master gehen und wir verstellen dort beispielsweise die Größe, dann betrifft es alle Patterns, die ich hier im Setup habe. Wenn ich das aber über den Q-Button mache, also wirklich auf die einzelnen Pattern bezogen, dann betrifft es auch wirklich nur das. Und wenn ich jetzt auf ein anderes Pattern klicke, dann erscheint es in Originalgröße und in Originalfarbe und Position. The next thing that we'll talk about, and let's grab an atmospheric effect to demonstrate this, and I'm a big fan of boxes, so we'll grab some boxes. And we have an effects tab right here that allows you to quickly and easily add very popular effects without having to pre-program them. So let's say, for example, we'll grab the Pelican again, because he's a good one to work with. You can add a quick and simple zoom. We also have color. And you can also click here and add the effects this way. If you wanted to add a zoom effect, and you have controls over the start, the finish. You can also synchronize it with the beat per minute. Or you can add a color effect, and you can control the color in here, also the repeats and the speed. So it makes it very easy to add effects to QuickShow in a very fast, easy, and convenient way. And again, if you want to get back to the original, you just click reset and you'll be good to go. Ja, wir haben jetzt gerade gesehen, dass wir Effekte natürlich manuell beeinflussen können. Das heißt, für den Drehregler, die sind dann statisch. Es gibt aber die Möglichkeit, auch sehr
beliebte Effekte, die dynamisch sind, wie jetzt hier das Zoom-Effekt, den wir gerade gesehen haben, einfach auch über vorgefertigte Strukturen, vorgefertigte Effektmuster einfach hinzuzufügen. Das heißt, wenn wir jetzt hier, wir sehen es jetzt gerade, hier auf den Zoom-Effekt gehen beispielsweise, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu beeinflussen. Wir können hier einen Farbverlauf einfügen, wie wir jetzt sehen, und wir können auch das ganze Zoom-Verhalten beeinflussen. Das ist eine sehr mächtige Funktion, weil sie einfach einen dynamischen Effekt bietet und nicht nur diese statische Beeinflussung, wie wir sie im ersten Modus, im ersten Fenster gesehen haben, im Live-Control-Fenster. Generell gilt natürlich zu sagen, auch hier wieder über den Reset-Button können Sie das Ganze wieder zurücksetzen, sodass alles, was Sie hier verstellt haben, wieder auf Originalposition geht. So now we're going to get into the quick tools, and these are really what make QuickShow a pretty powerful software. So one of the most common questions we get from people is, how do I do text? And is it difficult to do? So I'm going to show you very quickly how easy it is to do text with QuickShow. Ja, eine der wichtigsten Funktionen, da fragen uns auch die meisten Kunden nach, ist, wie mache ich denn dort einen Lauftext in der Software? Weil viele finden das sehr wichtig, gerade auch in der Diskothek, auch mit einfachen Lasern, einfach mal hinzuschreiben, irgendwie den Namen der Diskothek oder irgendwie den Namen der Veranstaltung. Und es ist extrem einfach. Es gibt hier im unteren Bereich von der Software diese sogenannten Quick Tools. Sie sehen das hier. Und da gibt es eben auch den Quick Text. Und wir haben es jetzt hier gerade ausgewählt. Justin schreibt hier gerade Laserworld. Und wir sehen schon, sobald ihr auf Show klickt, wird das Ganze dargestellt. Und wir können auch dann verschiedene Funktionen nutzen, Farben nutzen und das einfach ein bisschen modifizieren. So as Norbert was explaining, you can easily adjust colors, you can make it bigger or smaller, and we also have effects built in. So if you want the text to pan, you'll see it's moving right here, and you can increase the speed of the animation or slow it down, change the colors again, and we have multiple effects already built in here. So there's a variety of these to choose from already. But let's say you really want to do something special. You like Laserworld, you have it projecting, and you're happy with this. You can take it from right here and drag and drop it to a cue. And now that animation is saved for you to call back anytime that you like. But do that slow again, because it's I think it's important to see how the drag and drop happens. So we'll just type Laserworld in here. We will pick an effect. We'll show it now. And then just take it from right here and drag and drop it to a cue. And then you can call it up at any time. Ja, es gibt jetzt hier die Möglichkeit. Es gibt hier natürlich die Möglichkeit, nicht nur den Text einzugeben, sondern eben auch verschiedene Effekte dann mit zu nutzen. Hier gibt es schon viele vorgefertigte Effekte, eben so ein Fade-In-Effekt, der auf der Seite dann einfällt, auf der anderen Seite ausfadet und viele andere. Und das Gute ist, Sie können jetzt hier den Text anlegen, so wie Sie es haben möchten, auch mit der Farbgebung, größer, kleiner. Sie können das hier alles vorfertigen und Sie sehen hier Ihre Vorschau. Sobald Sie auf Show hinaufgehen, wird das Ganze ausgegeben und dann können Sie, wenn Sie es für später speichern wollen oder immer wieder nutzen möchten, hier natürlich dieses auf Ihre Patterns hier oben legen, um das weiter zu verarbeiten. Das heißt, Sie können ganz einfach nur Drag and Drop, das heißt, Sie klicken hier mit der Maus, halten die Maustaste gedrückt, ziehen es auf ein Pattern, das frei ist oder auf eins, das belegt ist und es wird abgespeichert in diesem Pattern. So the next thing I'm going to show you is how to edit something that you've already created. And what I'm about to show you applies to all of the quick tools. So we have Laserworld being projected here in some text. But let's say we want to edit this even further. You can simply right-click and go to Edit Text. And it'll pull up an additional editing program in here where you can add even more effects to the text. So you can add a color effect if you'd like. And you can increase the number of repeats on that, the speed of those repeats. You can add a time shift. There's also other effects you can add as well, like an oscillating zoom. And we have all of these built into the software, so you simply click the ones that you like and it will display for you.
Ja, wir haben jetzt die ganz einfache Möglichkeit gesehen über den Quick-Text. Quick-Text sagt schon die schnelle Möglichkeit, und es gibt jetzt die Möglichkeit, das Ganze noch weiter zu treiben, das heißt im Detail zu bearbeiten. Mit dem rechten Mausklick hier auf den Text-Button können Sie jetzt hier unter Edit Text, also bearbeiten, Text bearbeiten, noch weitere Funktionen aufrufen. Sie sehen schon, es gibt hier verschiedene Regeln, mit denen Sie den Text beeinflussen können. Sie können Farbverläufe aufbringen, Sie können die Farbverläufe beeinflussen, indem Sie die Wiederholrate der Farbverläufe oder eben auch die Farben selbst beeinflussen. Und natürlich können Sie auch hier dann diese Effekte aufbringen, wie beispielsweise Zoom-Effekte, die Sie vorher auch schon bei den anderen Patterns gesehen haben, wo wir einfach dieses Flashen haben, wie jetzt hier. Und es ist also sehr einfach, hier auch den Text nochmal zu manipulieren und nochmal auch in einer professionellen Art und Weise zu beeinflussen. So that's a basic overview of QuickText. The next quick tool we have is called QuickShape, and it allows you to create custom beam effects very fast and very easy. So you'll see we have a variety of shapes already pre-programmed into the software, and these shapes are the starting point for what will eventually be atmospheric beam effects. So we'll start with a simple circle, and you can display it as a solid line or in points. You can increase the size, the number of points, and you can also animate this and have the given cue that you're working in increase the speed. And you can have it go faster or slower. And you also have color controls down here. Ja, die nächste Quick-Funktion in QuickShow ist QuickShape. Wie der Name schon sagt, es handelt sich dabei um die Möglichkeit, verschiedene Formen und Muster zu generieren und auch zu beeinflussen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eben Dreiecke, Quadrate, eben auch verschiedene andere Formen darzustellen und zu manipulieren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Größe einzustellen. Wir haben die Möglichkeit, hier die Punktrate einzustellen. Das heißt, wird das Ganze als Linie dargestellt oder werden Einzelpunkte dargestellt. Wir haben die Möglichkeit, auch hier dann noch das Verhalten von diesen Einzelpunkten einzustellen. Das heißt, man sieht, es bewegt sich schneller oder langsamer. Und damit sind schon sehr viele Effektmanipulationen möglich. So like I said earlier, the same principle applies in QuickShow. Let's say we have this circle here and we'll make it green, and we like this, and we will just drag and drop it to a cube. But then you can take it a step further and right-click and edit this, and then it will bring up that same editing program we just had with QuickText, but for QuickShape this time. Ja, hier kommt jetzt natürlich diese Quick-Funktionen, kommen die übergreifende Anwendung zum Tragen. Das heißt, es funktioniert gleich wie bei dem Quick-Text auch. Wir haben schon festgestellt, wir können hier die Manipulationen durchführen an unserem Text und dann den Text weiter nutzen in unseren Patterns hier oben. Das ist auch ganz einfach. Wir klicken hier und ziehen es mit Drag and Drop hier auf unsere Oberfläche und können jetzt hier, wenn wir rechts klicken und dann auf Edit Abstract, also diese abstrakte Form nochmal weiter bearbeiten, können wir jetzt hier Manipulation an dieser Form durchführen. Und wir sehen schon, aus diesem Rechteck wird plötzlich eine sternartige oder etwas völlig verzerrte Figur. Und man sieht schon, es gibt auch sehr, sehr ähnliche Manipulationsmöglichkeiten, wie jetzt schon eben bei dem Text gesehen. Das macht das Ganze natürlich sehr einfach zu bedienen, weil Sie eigentlich immer wieder die gleichen Bedienelemente vorfinden. Und Sie sehen schon, es ist sehr einfach, hier bestimmte Dinge zu verändern und auch so für sich zu programmieren. And then when you click OK, it will save it to the workspace, and then you can call that up at any time. And the same applies with all of the quick tools. Ja, die ganzen anderen Quick Tools verhalten sich sehr ähnlich hier. Wir werden jetzt mal schauen, wie wir weiter vorgehen mit den nächsten Quick Tools. Es gibt jetzt hier das nächste Quick Trace und Justin wird uns jetzt hier mal zeigen, was wir damit machen können. So one of the most common questions is, how do I create a logo? My client has his corporate image or their company logo and they want to project it in laser. And in the past, this was something that was very difficult to do, but with QuickShow we've made it quite easy. Simply open up an image. You can import a BMP, a JPEG, a GIF file, a PNG, and I'm going to click the SeaWorld logo because I'm from Florida, and we'll show that now. And so you can see within just a few mouse clicks, we were able to automatically trace a logo in laser light.
Ja, eine der allerwichtigsten Funktionen für die meisten Nutzer ist, wie bekomme ich denn mein eigenes Logo oder vor allen Dingen das Logo eines Kunden in die Software rein. Früher gab es nur die Möglichkeit, das Ganze aufwendig nachzuzeichnen in der Software. Hier bei QuickShow ist es ganz einfach. Wenn ich das Logo habe als JPEG-File oder als Bitmap-File, kann ich hier dieses Logo öffnen, kann es reinladen und es wird sofort dynamisch konvertiert in diese Art von Liniengrafik, wie wir es für den Laser brauchen. Also es wird auf eine Art vektorisiert und wir sehen schon, das Logo wird sehr stabil, also flackerfrei auch dargestellt und wir können das dann wieder weiterverarbeiten. Das heißt, wir laden es einmal rein und können das dann in unseren Workspace übernehmen, so wie eben auch bei den anderen Quick-Tools und können damit weiterarbeiten, dort Effekte aufbringen und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist es sehr, sehr einfach, wenn Sie jetzt einen Auftrag bekommen vom Kunden, einfach mal ganz eben nebenher das Logo des Kunden einzubringen. Das ist ein wahnsinnig toller Effekt, wird auch sehr gerne genommen von den Kunden und die Kunden freuen sich, wenn sie plötzlich ihr Logo sehen, obwohl sie es eigentlich gar nicht bezahlt haben, aber sie haben natürlich dann diesen zusätzlichen Wow-Effekt beim Kunden. So the next thing one of your clients might ask you is, okay, great, you put my logo in Laser Light, but how do you animate this? I want you to bring my logo to life in Laser Light. And so again, the same principle applies. We're going to take this cue that we've created right here, and we're going to drag and drop it to a frame. And then we're going to right-click and edit the frame or animation. And this will bring up a bit of a different editing program than the other quick tools have. But this one is especially designed for editing animations, logos, and creating custom content like that. Ja, wie wir schon gesehen haben, wir können auch mit Drag and Drop jetzt dieses Logo auf die Oberfläche wieder bringen und können das jetzt wieder weiterverarbeiten. Auch hier wieder diese Edit-Funktion. Wir bekommen wieder ein neues Fenster und jetzt sieht es ein bisschen anders aus, weil natürlich so ein Logo so ein bisschen andere Anforderungen hat. Für den Laser ist es natürlich besonders anstrengend, möglichst viele Punkte anzufahren. Das heißt, je mehr Punkte ich in so einem Logo habe, desto komplexer ist es für den Laser, das auch darzustellen. Insofern habe ich jetzt hier die Möglichkeit, dieses Logo zu manipulieren. Wir sehen jetzt hier schon, Justin hat jetzt gerade was ausgewählt, mehrere Punkte ausgewählt und hat es verschoben. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, einfach Teile dieses Patterns nochmal zu manipulieren und zu verändern. So I was working a little bit in the software while Robert was explaining that. But again, we'll right-click on this, we'll edit the frame or animation. And what you see that I've done here is I've had the whale from the SeaWorld logo dive into the animation. And it's very easy to do that. And I'll start from the absolute beginning. We'll take this, we'll drag and drop it to a cue. Then we'll right-click, edit frame or animation. We're going to duplicate this image so that we have a starting point and an end point. And I'm going to come here, I'm going to select the parts of the logo that we want to animate. And then we're going to move this to the position. So what we're going to have happen here is the whale will dive into the logo. You could also change some colors in here if you wanted to. It's very easy to do. Maybe we want to make that purple. And then you just click animate. And let's say we'll make this 100 frames in the animation. And you'll see it created those 100 frames for us. And the whale will dive into the logo as you see. So it's pretty easy to do. Ja, wir haben jetzt gerade gesehen, wie Justin ganz schnell und einfach hier eine Animation in das Logo eingebaut hat, nämlich eine Bewegung, diese Tauchbewegung von diesem Wal. Im Prinzip funktioniert das ganz einfach. Ich kann Teilelemente dieses Logos auswählen und diese dann auf eine Zeitachse bringen. Das Interessante ist, die Software macht das automatisch. Das heißt, ich muss nicht jedes einzelne Bild zeichnen, wie beispielsweise bei einem Trickfilm, sondern die Software übernimmt dieses Zeichnen automatisch. Das heißt, ich kopiere mir jetzt hier einmal das Startbild, sodass ich hier zweimal dieses gleiche Bild habe. Das ist wichtig, weil ich einmal das Startbild habe und einmal das Endbild. Wir arbeiten dann das Endbild, weil es soll ja von dem Startbild zum Endbild fahren. Wir wählen jetzt hier auch diesen Pfeil aus, um die einzelnen Elemente auszuwählen. Und Justin wählt jetzt hier diesen Bereich aus.
indem man hier die Steuerungstaste drückt, kann er mehrere Bereiche auswählen. Das ist wie in anderen Grafikprogrammen auch. Wenn ich eine bestimmte Tastenkombination nutze, kann ich natürlich mehrfach Auswahl machen. Hat er jetzt hier gemacht, um die einzelnen Linien auszuwählen. Und er sagt jetzt hier, er möchte die Animation über eine bestimmte Laufzeit machen. Das heißt, er kann jetzt sagen, okay, ich möchte es in 2 Frames machen. Das heißt, ich habe nur den Start- und den Endframe. Wenn ich das aber jetzt hier sich langsam bewegen lassen möchte, muss ich natürlich mehrere Frames machen, also mehrere Zwischenbilder. Und das hat er jetzt hier gemacht, er hat also jetzt 100 Zwischenbilder angefertigt, um das Ganze einfach flüssiger aussehen zu lassen. The next thing we'll talk about here is the timeline within QuickShow, and it's very, very easy to use. If you wanted to create, let's say, a very quick beam show, you can just come here to the Atmospherics tab, and you simply take a cue that you like and drag and drop it to the timeline. And then you can adjust this on how long you want that animation or effect to go. Ja, vielfach wird immer gefragt, ja, ist denn das jetzt wirklich nur eine Software für reine Anfänger oder kann ich da auch schon ein bisschen was Professionelleres machen? Wie der QuickShow kann man natürlich auch kleine Timeline-Animationen machen, das heißt, ich habe eine Zeitachse, auf die ich diese Animationen bringe. Hier geht es jetzt beispielsweise, wir machen jetzt gerade eine ganz einfache Beam-Show, das heißt, wir können jetzt hier unsere Animationen nehmen, die wir schon in diesen Panels vorgefertigt haben und ziehen die einfach per Drag and Drop in unsere Zeitachse hier rein. Wir sehen schon, wir haben verschiedene Tracks, also verschiedene Zeitleisten, die wir nutzen können. Das heißt, wir gehen oben rein und legen diese Animationen einfach hintereinander. Wir können die Länge der Animation natürlich beeinflussen, indem wir einfach das Ganze verlängern oder verkürzen. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich auch das Thema Videoschnitt immer mal wieder bei sich haben. Es funktioniert sehr ähnlich, oder auch Tonbearbeitung, wenn Sie irgendwelche Samples bearbeiten, es funktioniert genauso. Das heißt, es ist hier sehr einfach strukturiert und eigentlich sehr einfach zu nutzen. Another very cool feature that we've put inside of QuickShow, and it might be a little bit difficult to see at first, but you might notice these little tabs within each of these animation frames right here. And if you pull these down, as you'll see that I'm doing, you can fade in and fade out. So it offers you some nice transitions when you're working in the timeline, going from one frame or animation to the next. It's a subtle effect, but if you're working for a very important client or a very detail-oriented client, things like this will help to separate your show from somebody else's show. Ja, es gibt hier jetzt noch eine leicht versteckte Funktion in dieser Timeline. Wenn Sie jetzt hier diese Cues draufgezogen haben, sehen Sie in den Ecken hier, sehen Sie solche kleinen Dreieckchen. Wenn Sie hier draufklicken und die ziehen, dann können Sie Fade-In- und Fade-Out-Effekte machen. Das heißt, die Animation blendet ein und blendet nachher wieder aus. Das ist ganz besonders interessant, wenn Sie Übergänge machen. Das heißt, wenn Sie jetzt mehrere Effekte hintereinander schalten, dass einfach das nicht so ein harter Übergang ist, Sie sehen es jetzt hier oben, sondern es fadet ganz smooth aus und ein. Das ist besonders wichtig, wenn es eben auch um besonders professionelle Anwendungen geht oder die Kunden besonders genau sind, kann man damit natürlich das Ganze wesentlich smoother gestalten und nicht so abgehackt. The next thing is how to import an audio file, and it's very easy. Just come here to Menu, Set Audio File. I don't have any music loaded right now, but you would simply select the audio file of your choice, and it will put that audio track on the timeline right here for you to see. And then you can synchronize your cues with the beat of the music. Ja, besonders wichtig bei einer Lasershow ist natürlich, dass das Ganze auch irgendwo einen Musikanteil hat, weil sonst ist es ja nur visuell und es fehlt ein Teil. Natürlich können wir auch hier das Ganze musiksynchron machen. Um das zu tun, können wir hier über dieses Menü diese Musikdatei hinzufügen. Es werden die Funktionen Wave-Datei oder MP3 wird wahrscheinlich das gängigste sein, unterstützt, kann man hier reinladen und dann direkt während des Programmierens auch die Patterns entsprechend synchron zur Musik positionieren und einstellen. The next thing we'll talk about is quick capture. And quick capture is really quite simple. Let's say there's 2 cues that you want to combine into one cue and then save. That is the purpose of quick capture. So we'll come back to a graphic here, and let's grab this seagull. And we'll drag and drop that down here.
And then let's say we want the seagull to fly over some water. And so now you'll see we have the seagull flying over water, and we've created this new cue right here, and we can drag and drop that and save it. So now the next time we want to call that up, it's right there saved for us within the cue grid. So Quick Capture is really just an easy way of combining multiple cues within the workspace into one cue so that you can save it. Ja, ein weiteres Quick Feature ist hier dieses Quick Capture. Wie man jetzt schon gesehen hat, ist es hier möglich, verschiedene Einzelpattern zu kombinieren zu einem Gesamtpattern, sodass es abspeichern kann. Wir haben ja am Anfang schon gesehen, dass es mit diesem Multi-Cue möglich ist, mehrere Pattern gleichzeitig aufzuwählen. Das ist aber manchmal schwierig, wenn man das wirklich im Live-Betrieb benutzt, weil man eigentlich zwischen den Pattern wechseln möchte. Jetzt kann man hier dieses Quick Capture mehrere der bestehenden Patterns kombinieren zu einem neuen Pattern. Und dieses neue Pattern dann auch entsprechend abspeichern, wie auch schon bisher gehabt. Einfach Drag and Drop auf einen freien oder belegten Platz hier auf unserem Workspace und dann wird es gespeichert und ich kann das Pattern direkt später wieder abrufen. The final quick cue that we'll dive into is the Quick Effects tool. And it's very easy to use. It's exactly what it sounds like. It's a way to apply effects to a cue in a quick manner. So let's say that we have another atmospheric effect going here, and we'll select this, this triangle here. If you want to add a color effect, we have color effects pre-programmed right here. And you just click on one, and it'll automatically apply that color effect for you. We also have flashing effects, strobe effects, a tracing effect, and these are all pre-programmed into the software. Mirroring effects, and then we have position effects. Now another interesting thing here is, as we had up here, we had the virtual laser jockey, which automatically triggered cues in a page. We have the same thing for quick effects. So you can click on a color effect, and then virtual laser jockey, and it's going to trigger these color effects based on the beats per minute that we set up here. And you can adjust that with the spacebar, faster or slower. Ja, wir haben jetzt, sind jetzt zu einer der meines Erachtens wichtigsten Funktionen hier in QuickShow gekommen, wenn es vor allen Dingen um Live-Anwendungen geht. Denn im Live-Betrieb ist es so, dass ich zwar das Pattern auswählen kann und verändern kann und auch verschiedene Patterns holen kann, aber oftmals ist es sehr, sehr einfach, wenn ich Abwechslung reinbringen möchte, indem ich einfach hier verschiedene vorgefertigte Effekte auswähle. Beispielsweise gibt es hier Farbeffekte, ich kann also verschiedene Farbverläufe einstellen, ich habe die Möglichkeit hier, muss ich schauen, ich kann es hier nicht direkt genau lesen. Genau, ich kann hier entsprechende Flash-Effekte einstellen, ich habe also die Möglichkeit, das pulsen zu lassen oder auch bilden zu lassen. Es gibt die Möglichkeit hier, das multiplizieren zu lassen, den Effekt, das heißt, ich habe hier Vierfachdarstellungen oder Fünffachdarstellungen, wie auch immer. Und hier unten gibt es eben auch Bewegungsvoreinstellungen, das heißt, ich kann auch das Muster sich bewegen lassen, kann es durch einfaches Klicken hier aktivieren. Zusätzlich haben wir ja vorher schon gelernt, dass es diese Virtual Laser Jockey Möglichkeit gibt. Das heißt, ich kann hier diese Effekte auch automatisiert durchlaufen lassen und das Ganze synchron zur Musik bzw. taktsynchron. Und ich kann jetzt hier wieder hergehen, indem ich dieses Virtual Laser Jockey spezifisch auf die Farbeffekte beispielsweise auswähle oder eben auch auf Zoom-Effekte oder sonstige Effekte, kann ich Musik synchron, ich kann es wieder über meine Leertaste synchronisieren, kann ich diese Effekte durchlaufen lassen. Das ist ein sehr schöner Effekt, speziell im Live-Betrieb, wenn man nicht allzu viel direkt mit der Software machen möchte, sondern es eher so ein bisschen nebenher laufen soll, kann ich hier natürlich das sehr abwechslungsreich gestalten, ohne selbst eingreifen zu müssen. So that's a basic overview of the quick tools. We've talked about the workspace, we've talked about the buttons on the top of the page, virtual laser jockey, our live control panel. Some other questions that people may have is can QuickShow work with DMX? And yes, it can. What you would use to do that is the NTech DMX USB Pro. It's a simple USB interface that will connect
and then you'll be able to control QuickShow via DMX console or another DMX, or control other DMX devices. Another common question we get is, how do I do targeted beams? And we've hit that setting because targeted beams can be dangerous if you are a beginner to lasers. So we're not going to demonstrate that, but if you wanted to turn on targeted beams, you would come here to Quick Target Beam Settings, and it's going to ask you, it's going to say, warning, when activated, can be dangerous, so be very, very careful. And then to enable it, and it will pull up this menu right here, where you can assign targeted beam effects. And you will have to individually activate each beam effect one by one, and then you can position them within this workspace so that they're there for you. And you'll see that it also pulled up this new queue right here, which is called Quick Targets. And this is where you can set up your targeted beam steps. And you can add steps or get rid of steps. And you can adjust the time that these steps take place. So if you want them to go every 1 second, 2 seconds, or if you want to trigger them based on BPM. So that's how you would do targeted beams within QuickShow. Ja, in QuickShow gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die speziell auch im Außenbereich bei Outdoor-Shows relevant wird, wenn es darum geht, wirklich auch präzise Strahlen zu schicken, also wirklich Einzelstrahlen zu schießen, die sehr intensiv sind in der Helligkeit. Das heißt, ich kann ja auch wirklich mit maximaler Leistung schießen. Das ist natürlich eine gefährliche Geschichte. Deshalb müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir machen das jetzt nicht live, weil wir natürlich hier einen sehr starken Laser hinten stehen haben. Wir wollen vermeiden, zum einen, dass unsere Gase brennen, wir wollen sie natürlich auch nicht hier irgendwie beschädigen. Deshalb jetzt nur ganz theoretisch, Sie können hier über die Grundsatzeinstellung hier Quick Target Beam Settings können Sie dieses Menü aufrufen, und sobald Sie hier das Ganze aktivieren, entstehen hier auch zusätzliche Quick-Menüs, wo diese Quick Targets angezeigt werden. Wichtig ist, Sie müssen jeden einzelnen Beam hier aktivieren, sonst ist er nicht zugreifbar. Das ist ein Sicherheitsfeature, dass nicht aus Versehen irgendwelche scharfen Strahlen ins Publikum geschossen werden. Das ist einfach ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Wir machen das jetzt deshalb nicht live. Es ist auch sehr einfach zu bedienen. Diese Möglichkeit ist ganz speziell gedacht, wirklich im Außenbereich oder für Überkopfstrahlen, wo Sie wirklich dann mit voller Leistung schießen können. Seien Sie da bitte vorsichtig, wir wollen keine Laserunfälle haben. Grundsätzlich aber ein sehr schöner Effekt. Sie haben es vielleicht heute auch schon bei unserer Show gesehen, wir haben dann hier oben auf die Spiegel geschossen und dann nach unten, ja, damit niemand getroffen wird. Wir würden sowas natürlich nie ins Publikum machen. So that's a basic overview of QuickShow. So I'm going to pass it along to our president, Mr. William Benner Jr., and he's going to discuss the new Beyond software and some of the differences between that and QuickShow, and as well as some of the new features that Beyond offers that really kind of take laser light shows into the future. So